sehe mich irgendwie eher auch als Coach hier und die Motivation, den Schülern die Schulangst auch zu nehmen, weil es ist ein ganz breit gefächertes Leistungsspektrum, das hier in der Schule an Schülern existiert. Und einige haben auch schlechte Erfahrungen natürlich im Vorfeld gemacht, haben sich deswegen für eine Lehre entschieden, weil sie heraus wollen aus dem Lernen und aus dem Schulsystem an sich. Und ja, ihnen da irgendwie diese Angst zu nehmen. Lernen bedeutet nicht Angst, sondern ja, ich mache was für mich selber und das ist eine große Motivation von mir. Also Vorteile im Beruf des Lehrers ja, sind wenig Arbeit, viel Ferien, aber es ist ja nicht nur die Arbeit an sich während des Unterrichts, also die Unterrichtszeit, sondern wie ich auch vorher schon erwähnt habe, die Vorbereitung, die Nachbereitung. Man kommt ja nicht in die Klasse und sagt, ja, heute machen wir irgendwas, sondern Vorbereitung ist auch sehr wichtig, auch die Nachbereitung nach dem Unterricht. Kontrollieren, schauen, wie war der Unterricht, was hat geklappt, was hat nicht so geklappt. Das Unterrichten selber natürlich auch, also mit den Schülern aktiv kommunizieren, was Neues erarbeiten und ja auch administrative Tätigkeiten, Gespräche mit den Eltern, mit den Lehrbetrieben, Skripten zusammenstellen für den Unterricht. Ich unterrichte in der Fachgruppe 1. Das sind die allgemeinbildenden Gegenstände. Dazu gehören die Fächer Deutsch und Kommunikation, interkulturelle Kompetenz, angewandte Wirtschaftslehre, politische Bildung und Sprachen. Dann haben wir berufsbezogenes Englisch. Also persönliche Eigenschaften, die man mitbringen sollte für diesen Beruf, sind Einfühlungsvermögen, auch eine relativ hohe Frustrationstoleranz, also Geduld mit den Schülern, auch mit sich selber. Weil es ist mir sehr wichtig, dass ich nicht einfach den Lehrstoff oder den Lehrinhalt einfach runterbete, sondern ich will ja, dass die Schüler was mitnehmen. Man sollte auch sehr flexibel sein, nicht nur ja, beim Unterrichten selber, sondern auch mit den Schülern, weil es halt so viele verschiedene Lerntypen gibt, muss man da, finde ich, auch sehr flexibel sein im Umgang mit den einzelnen Individuen. Und ja, da bereitet man oft nicht nur ein Arbeitsblatt vor, sondern halt ja, 3, 4 verschiedene, damit jeder ein bisschen was mitnehmen kann. Auch Konsequenz ist, finde ich, sehr wichtig, weil man will ja auch seine Grenzen kennen. Wie wird man Berufsschullehrer? Die Voraussetzungen sind, dass man eine Meisterprüfung hat oder dass man die Matura hat. Das ist einmal Voraussetzung, nicht unbedingt für die Schule, aber für die pädagogische Hochschule. Weil man muss ja berufsbegleitend ein Hochschulstudium machen. Und als Studienberechtigung braucht man halt einen höheren Abschluss. Im Gastgewerbe gibt es das ja in dieser Form nicht in Österreich, so wie den Tischlermeister oder so irgendwas, ne? Sondern man muss die Konzessionsprüfung machen, die Befähigungsprüfung für das Gastgewerbe. Was mich motiviert hat, war schon immer, Wissen weiterzugeben. Ja, das Studium auf der Pädagogischen Hochschule, das ist auf 3 Jahre aufgeteilt. In dem ersten Jahr arbeitet man Montag bis Donnerstag ganz normal in der Schule und am Freitag ist man freigestellt und ist auf der Pädagogischen Hochschule und macht dort seine Seminare, Prüfungen etc. Im zweiten Jahr ist man ein halbes Jahr freigestellt von der Schule, von der Berufsschule und ist nur auf der PH. Dementsprechend natürlich mehr zu tun, sehr viel zu tun und das zweite Semester ist man dann wieder an der Schule. Im dritten Jahr ist es so blockweise aufgebaut. Dann ist man, wenn man das alles positiv natürlich besteht, mit der Hochschule fertig. Aber es fehlt die Bachelorarbeit zu einem selbstgewählten Thema, mit wissenschaftlichen Arbeiten, mit Zitieren, mit Bezug auf den Unterricht. Und wenn man das erfolgreich bestanden hat, dann ist man mit Brief und Siegel Bachelor of Education und erst dann ist man richtiger Lehrer. Wir in der Schule sind in 3 Fachgruppen aufgeteilt. Fachgruppe 3 ist rein die Praxis. Fachgruppe 2 ist die fachliche Theorie, wie Fachkunde, wie Betriebsorganisation, Wirtschaftsrechnen. Und Fachgruppe 1 ist diese anderen Fächer. Da ist aber Matura dann auf jeden Fall Vorschrift. Für jedes Fächerbündel braucht es eine eigene Prüfung. Das ist aber dann nicht mehr so aufwendig wie das normale Bachelorstudium, sondern ist ungefähr die Hälfte dann. Man kann natürlich sämtliche Ausbildungen machen. Ist ja auch vorgesehen, dass man als Lehrer eine lebenslange Ausbildung macht. Man kann die Fachgruppe 2 Ausbildung machen, die Fachgruppe 1 Ausbildung, man kann die Direktorenausbildung machen. Man kann ein Masterstudium machen dazu. Also die Pädagogische Hochschule bietet da sehr viele Möglichkeiten zur Weiterbildung.